Willkommen zu einer neuen Folge Hi-Fi Adventures. Heute haben wir einen Akai AM2250 und Air-Killed Lautsprecher. Und zwar macht er das, wenn man den Bass verstellt. Jetzt habe ich mein Oszilloskop angeschlossen am linken Lautsprecherausgang. Ihr seht es hinten unscharf im Hintergrund. Ich habe 20 Volt pro Div und verstelle jetzt mal den Bass. Das heisst, sobald wir da dran drehen, hat der Lautsprecher zumindest kurzzeitig plus oder minus 40 Volt. Und das ist gar nicht gesund. Um das vielleicht schnell ein bisschen erklären, so ein Lautsprecher ist ja ein Elektromagnet und die Töne, die man hört, sind Wechselspannungen, die an diesem Elektromagnet anliegen. Und das heisst, es macht immer so im Lautsprecher drin. Das macht der Ton. Und wenn jetzt das nur so macht, oder nur so macht, wie wir vorher gesehen haben, über längere Zeit, dann wird es so heiß in dem Lautsprecher drin, dass das Räuchchen rauskommt. Und das war's dann. Gut, also jetzt suchen wir den Fehler. Und zuerst müssen wir sie eingrenzen, wo das herkommt. Ich messe jetzt als nächstes mal auf dem Ausgang von der Vorstufe. Ich habe es jetzt zuerst auf dem rechten Kanal angeschlossen, einfach damit wir sehen, wie es müsste sein. Und wenn wir hier drehen, passiert nichts. Bleibt immer auf Null. So wäre das auch richtig. Jetzt habe ich es auf dem linken Kanal angeschlossen. Und wir sehen schon, das ist schon auf etwa 4 Volt in Mittelstellung. Und wenn ich drehe, sehen wir auch, das bewegt sich mit. So sollte das nicht aussehen. Wenn wir das jetzt auf dem Schema anschauen, ich habe hier gemessen. Da kommt das Signal her. Das ist die Höhenverstellung, da ist die Bassverstellung, das ist die das Problem ja verursacht. Und da ist klar, das ist ein Spannungsteiler. Und aus irgendeinem Grund haben wir die Spannung nachher am Ausgang. Eigentlich müsste sie ja entkoppelt sein. Also nach meinem Verständnis dürfte da überhaupt nie etwas anderes als 0 Volt sein. Wohlverstanden ohne Audiosignal. Hier kommen wir mit der Einspeisung 34,5 Volt, da ist noch 31,2, da geht es über einen Widerstand und dann über einen Kondensator und der blockiert DC. Das heisst, da ist nie irgendeine Einspeisung. Das muss alles 0 Volt Potential haben. Ausser der wäre kurz geschlossen. Dann hätten wir hier Spannung. Wir würden hier
Spannungsteiler machen. Da ist der Abgriff und das geht dann direkt da raus. Also mein erster Tipp ist der Kondenser. Ich löse den mal aus und dann schauen wir. Das war echt mühsam, bis ich das Ding losgehabt habe. Aber jetzt löse ich nochmal aus und dann schauen wir, was der Zustand ist von dem Kondensator. Was meint mein Tester dazu? Ja, fast. Das wäre 1 Mikrofarad gewesen mal. Ich habe jetzt den mal austauscht. Ist der da? Jetzt hat es aber in der Vorstufe noch 3 weitere, 1 Mikrofarad, genau der gleiche. Und ich ersetze die jetzt auch, weil wahrscheinlich werden die früher oder später auch kaputt sein. Wir können sie nachher testen, ob sie noch einigermaßen gut gewesen wären. Das ist Nummer 1 von 3. Er hat einen recht hohen ISR, aber funktionstüchtig. 2 von 3. Guter Zustand. Ein bisschen viel Kapazität, aber der ist voll okay. Und Nummer 3 ist auch noch recht okay. Also 2 hätte man jetzt wirklich ersetzen, 2 nicht unbedingt, aber jetzt sind sicher alle gut. So, die wichtigen Sachen sind wieder angeschlossen und zusammengebaut. Ich habe jetzt mein Oszilloskop wieder auf dem linken Lautsprecher anschlossen. Ich habe jetzt aber nur noch 200 mV pro Div. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da drülle. Praktisch gar nichts. Das würde fast heissen, es ist geflickt. Ich teste jetzt noch mit dem Audiosignal, schauen, ob das wirklich funktioniert. Und dann sehen wir, das ist schon fast fertig. Nach dem Test mit Musik funktioniert alles einwandfrei. Bass, Höhenverstellung, alles tipptopp. Damit wäre das wieder eine erfolgreiche Reparatur.